In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man den Lovers Ring von Francis auffaltet. Es ist ein Origami-Ring mit einem Herz vorne drauf. Zum Beispiel in dieser Größe sieht er etwas eleganter aus. Und wenn man das Herz deutlich größer faltet, dann ist er etwas witziger und nicht ganz so ernsthaft. Ich werde in diesem Video einen Ring falten, der etwa diese Größe hat. Und dazu müsst ihr mit einem Papier anfangen, das etwa 7,5 cm hoch ist und 15 cm breit. Aber ganz wichtig ist es nicht wirklich. Hauptsache ist es wirklich ein Rechteck und besser ist es etwas zu lang als etwas zu kurz. Wenn es euch interessiert, diesen kleineren Ring, den habe ich gefaltet von Papier, der auf einer Seite goldene Folie hat und rot ist auf der anderen Seite. Hier ist die Größe 4 cm mal 12 cm. Dieses Papier kann etwas kleiner sein, weil das Herz etwas weniger Platz einnimmt. Im Prinzip solltet ihr euch das so überlegen, ihr könnt euch ein Quadrat hier an der Seite denken, das ist reserviert fürs Herz und der Rest ist reserviert für den Ring selbst und der muss natürlich um euren Finger passen, am besten 1,5 Mal. So, lasst uns jetzt aber mal mit diesem Papier anfangen. Ich habe die rote Seite oben, weil wir ein rotes Herz wollen. Ihr könnt natürlich auch mit anderen Farben arbeiten. Jetzt falten wir erst einmal das Papier in halb, indem wir Kante auf Kante legen und eine starke Falte machen. Und wieder auffalten, dann hier ein bisschen drehen und dann nehmen wir diese Kante und falten sie zur Mitte, um eine Diagonale zu falten. Und links das gleiche. Und auch wieder auffalten. Dann wenden wir das Papier und falten diese äußere Kante zur Mittellinie, sparen aber diesen Bereich aus. Ich falte also erst von rechts und richte das nach links aus, ziehe die Falte aber nur bis zu dieser Diagonale. Dann haben wir am Ende keine Falten auf dem Herz. Das sieht etwas schöner aus. So, dann drehen wir das hier so und dann seht ihr, hier unten haben wir die Falten, diese diagonalen Falten und da kann man das Papier entlang hochdrücken und dann flach drücken. Dadurch entsteht hier und hier eine neue Falte. Schön festmachen. Ich fahre zum Beispiel mit meinem Fingernagel, mit meinem Daumennagel entlang der Falten. Dann drehen wir das Ganze wieder um, machen jetzt eine Hasenohrfalte und zwar nehmen wir hier diese ganze Länge Papier und knicken sie nach unten und falten hier nur in diesem Bereich. Hier brauchen wir wieder nicht falten. Und unten müssen wir das gleiche machen. So, jetzt haben wir diese beiden Falten und diese lange Falte. Wir gehen entlang allen dreien. Dazu nehmen wir jetzt erst hier hinten, das klappen wir zusammen und dann klappen wir das so nach oben. Und dann falten wir das Ganze nach oben und machen hier wieder eine Falte rein. Jetzt wieder ein bisschen drehen. Jetzt falten wir eine einzige Lage Papier, diese Kante hier zu dieser Kante. Und zwar fange ich wieder rechts an und wir wollen im Prinzip die ganze Länge falten, aber hier stört ein bisschen Papier und deshalb müssen wir da so eine kleine Quetschfalte machen. Und zwar falten wir ganz normal, soweit wir können und dann gehen wir hier so ein bisschen mit unserem Finger rein, damit, hier seht ihr, diese Kante sich so ein bisschen öffnet und diese Faltlinie, die wir noch von der Kante sehen, die legen wir genau auf die Mittellinie. Wenn wir das machen, dann bekommen wir ein schön symmetrisches Herz am Ende. So, dann seht ihr, haben wir jetzt hier so die erste Ecke vom Herzen. Jetzt nehmen wir hier diese eine Lage, das sind 2 Lagen Papier, und öffnen die und hier liegt eine Falte
Und entlang der können wir das schön aufklappen. Ganz natürlich passiert das. Und dann, während das hier so offen ist, seht ihr das? Können wir das zur anderen Seite schwingen und dann faltet sich dieser ganze Bereich nach unten. So, dann wieder umdrehen und wie vorher diese Kante bis jetzt zu dieser Linie falten. Und auf der anderen Seite müssen wir wieder hier mit dem Finger so ein bisschen reinfahren und dann die Quetschfalte machen. Fertig. Jetzt falten wir erst einmal diese obere Lage, seht ihr das, sodass hier eine Faltlinie entsteht und das wird uns helfen, am Ende den Ring zusammenzusetzen. Und diese Falte, die darf wirklich stark sein, also richtig den Fingernagel nehmen und entlang falten. Schön entlang falten. Und dann können wir das wieder aufklappen und jetzt falten wir den unteren Bereich nach oben. Das sollte einfacher gehen, da ist nämlich schon eine Falte, können trotzdem nochmal entlang fahren. Jetzt können wir nämlich schon den Ring zusammenstellen. Um das ein bisschen einfacher zu machen, rate ich euch, einen runden Stift zu nehmen, also nichts Kantiges, und dann das Papier etwas einzurollen, damit sich das so ein bisschen an die runde Form gewöhnt, damit das alles schön rund wird. Einfach einrollen, das muss nicht so super ordentlich sein und dann krümmt sich das Papier schon viel besser. Jetzt seht ihr, hier haben wir die rechte Kante des Rings und hier haben wir hier so eine Tasche. Und jetzt fädeln wir diese rechte Kante in diese Tasche ein. Seht ihr das hier so? Und dann müssen wir nur bewerkstelligen, dass hier die Größe für den Finger ist. Man sollte vielleicht 1-2 mm Platz lassen, weil wir das Papier noch einfalten und das gibt noch etwas mehr Dicke. Das heißt, wir können das jetzt hier einfädeln und deshalb habe ich gesagt, die Länge des Papiers, die ist nicht so 100%ig wichtig, denn wir passen den Ring ja jetzt an. Es ist aber relativ gut, wenn man hier etwa die Hälfte schon überstehen hat, damit der Ring sich nicht auseinanderfaltet. So, ich fädel das hier ein. Jetzt schaue ich mal, wie glücklich bin ich mit der Größe. Es ist vielleicht schon richtig. Wie ihr hier so seht, ich habe hier ein bisschen Spiel und dieses Spiel brauche ich auch. Das Gute an diesem Ring ist, man kann ihn auseinanderfalten und die Größe ändern. Das heißt, wenn ihr den verschenken wollt und ihr habt euch ein bisschen verschätzt mit der Ringgröße, dann könnt ihr den direkt noch anpassen. So, jetzt ist das hier so eingefädelt und jetzt fange ich hier vorne an. Seht ihr, da sind 2 verschiedene Lagen und die falten wir zusammen nach unten. Muss man so ein bisschen drücken. Und dann geht es weiter, die ganze Länge entlang. Hier reindrücken, reindrücken. Das sieht am Anfang ein bisschen knautschig aus, wird am Ende aber ordentlicher. So, alles nach unten drücken. Und weil wir da die Falte schon gezogen haben, sollte das einen schönen Abschluss geben. Jetzt haben wir das reingedrückt. Was ich jetzt ganz gerne mache, ist hier nochmal besonders feste drücken, vielleicht nochmal mit dem Fingernagel entlang gehen, damit es auch schön hält. Einmal die Größe überprüfen, bevor wir das Herz fertig machen. Das sieht aus, als könnte es am Ende gut klappen. Und jetzt müssen wir nur noch das Herz fertig falten. Dazu drehen wir das hier um und Sie sehen, hier haben wir auch noch einen kleinen weißen Bereich. Da falten wir jetzt entlang der Diagonale. Nummer 1 und Nummer 2. Das Herz ist noch etwas eckig, deshalb falten wir da oben noch eine kleine Spitze. Einfach nach Gefühl, wie es euch gefällt. Ihr könntet auch noch weitere Ecken reinfalten, um das noch runder zu gestalten. Ich finde, die kleinen Ecken reichen schon. Und dann, schaut her, schon habt ihr euren schönen Ring mit Herz gefaltet. Und er passt auch.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nehmt doch auch einfach Papier und probiert es aus.